We are here to show solidarity to the Black Lives Movement and of course to the death of George Floyd. It is about the police brutality also happening in Germany in a different scale and also somehow hidden. Ich erlebe selber alltäglich alltäglichen Rassismus halt. Deswegen finde ich es halt gut, dass es halt jetzt endlich wirklich fast an jeden angekommen ist. Es ist an der Zeit, dass sich langsam etwas ändern muss. Wir haben lange gelitten. Also ich kann auch von meiner eigenen Erfahrung aus viele Dinge erzählen, die mir vorgefallen sind, sowohl mit der Polizei oder auch andere Art von Rassismus. Und heute finde ich das richtig gut, dass alle sich hier versammelt haben, um etwas zu bewegen. Also ich bin wirklich überrascht, dass es so weltweit jetzt zu so einem Echo führt. Und das zeigt aber auch, dass natürlich Menschen in allen Gesellschaften, weltweit, ein Problem haben mit systemischem Rassismus in der Polizei, in der Justiz. Und dass das jetzt so aufgegriffen wird weltweit auch, durch entsprechenden Protesten führt, ist natürlich extrem großartig, weil das sozusagen deutlich macht, es sind nicht nur die USA, es sind keine Einzelfälle, es ist ein strukturelles Problem. Es gibt eine große Wut gerade, auch hier in Deutschland. Und wir haben einfach in den letzten Jahren so viele rassistische Morde und vor allem deren Nichtaufklärung mitbekommen. Ne? Was wurde aus der lückenlosen Aufklärung, die man uns im NSU-Prozess versprochen hat? Wie ist die Reaktion auf Hanau? Wie ist da die ausgebliebene Wut und Trauer? Die Uri Jallo-Initiative arbeitet seit 15 Jahren daran, den Mord an Uri Jallo aufzuklären. Und ich denke, dass dieser Mord an George Floyd, für den es diesen Videobeweis gibt, hier nochmal eingeschlagen ist und gesagt hat, sag mal, was ist eigentlich los? Wann hört das auf? Wann können wir uns sicher fühlen als schwarze Menschen, als POC und es gerade eine Wut gibt und eine Trauer und eine Energie, die sagt, jetzt reicht's. Ihr habt uns nicht gehört, ihr habt uns über Jahre, über Jahrzehnte nicht gehört. Das muss aufhören. Ich würde davon ausgehen, dass fast alle Menschen in Deutschland, die nicht weiß sind, irgendwann in eine Polizeikontrolle gekommen sind, von Polizistinnen angequatscht wurden und sich gedacht haben, warum ich? Dass es egal ist, was du gerade tust oder an welchem Ort du dich aufhältst. Das, was die interessiert, warum sie sich dich aussuchen, das ist deine Hautfarbe. Es ist nicht nur so, dass du, wenn du in einer Gefahrensituation bist, nicht darauf vertrauen kannst, dass die Polizei dich schützt, sondern obendrein dich noch fragen musst, erhöht es die Gefahr, wenn die Polizei involviert ist? Also dass die Polizei sich da nicht so schade ist dafür, nach so einem Protest, nach so einem umfänglichen Protest, provozierend durch die Gruppen zu laufen mit Hunden und dann natürlich auch wieder gezielt auf POCs und schwarze Jugendliche losgeht, das zeigt wirklich, dass hier nichts verstanden worden ist. Also ich frage mich wirklich, was die Polizei eigentlich erwartet, wie da junge Menschen irgendwie eingestellt sein sollen ihr gegenüber, wenn sie da sozusagen alles dazu beiträgt, dieses Misstrauen, diese Abneigung immer wieder zu befeuern. Also ich glaube, was die jetzigen Proteste zeigen, dass sich viele Menschen angesprochen werden, erfüllen von diesem Slogan, das schwarzes Leben zählt. Jetzt muss man natürlich noch gucken, oder so, welches Verständnis haben wir von Rassismus zum Beispiel. Also welches Verständnis haben wir von rassistischer Erfahrung und wem wird dann zugehört, wessen Perspektive ist sozusagen Grundlage einer Aushandlung. Ich habe das Gefühl, dass es sehr viel mehr Menschen, die unmittelbar nicht betroffen sind von Rassismus, also nicht negativ betroffen sind, durchaus erkennen lassen, zu verstehen, dass es nicht darum geht, nachzuvollziehen, was es heißt, schwarz zu sein oder rassistische Erfahrungen zu machen, sondern dass es darum geht, zu sehen, was stattfindet in meinem unmittelbaren Umfeld. Und das ist wichtig, sich verantwortlich zu fühlen. Also nicht zu sagen, ich mache das für irgendjemanden, damit es dem besser geht und ich mich besser fühle zum Beispiel, sondern wirklich das Gefühl zu haben, okay, ich kann mich selber entscheiden, für welche Art von Gesellschaft, in welcher Art von Gesellschaft will ich leben. Die Art von Allyship würde ich mir wünschen. Also dass Menschen sozusagen gemeinsam zu sagen, okay, das System, das wollen wir so nicht, wir wollen das abschaffen, gleichermaßen und da auch gleichermaßen dran zu arbeiten. Dass es jetzt zum ersten Mal so viele sind, heißt, die Leute waren vorher nicht da. Ja, jetzt sind sie da und das ist okay, wenn wir nicht darüber reden, wo ihr in all den Jahren davor wart.
Aber ich werde es richtig übel nehmen, wenn ihr nicht bleibt. Eine nachhaltige Bewegung heißt, dass allen klar ist, dass es hier kein Einzelfall ist und wir nicht über Einzeltäter sprechen, sondern Rassismus als systemisches, als strukturelles Problem anerkannt wird und auch klar ist, dass ihr all die Jahre nicht nur immer wieder auftaucht, wenn schon wieder jemand sterben musste, sondern immer an unserer Seite seid, damit es darum geht, weitere Tode zu verhindern.